In meinem Beitrag möchte ich einen kleinen Einblick geben in Vorgehen und Grenzen bei einer Berufenormalisierung von Online-Job-Inseraten. Im Speziellen möchte ich demonstrieren, wie wir Textkernel darin unterstützen, österreichische Jobfit-Daten für unser nationales Arbeitsmarktservice aufzubereiten, und zwar so, dass sie systematisch mit der ihnen vertrauten Berufe-Klassifikation dort suchen können. Unsere Aufgabe ist es dabei, die Trainingsbeispiele für Textkernel auszuwählen und die Qualität der Umsetzung in Jobfit zu überprüfen. Und bei dieser Arbeit wird uns immer recht deutlich bewusst, dass das Normalisieren von Inseraten auf Berufe keine einfache Sache ist, und zwar ganz egal, ob das jetzt eine Maschine oder ein Mensch macht. Bevor wir uns nun einigen beispielhaft ausgewählten Herausforderungen zuwenden, möchte ich zunächst einmal charakterisieren, was ich mir unter einer idealen Berufenormalisierung vorstelle. Nehmen wir uns als Beispiel ein Inserat her, in dem eine Hochbaufirma jemanden sucht, der einfache Sanierungsarbeiten durchführen kann, der Baumaterialien transportiert, der Abbrucharbeiten vornehmen kann und der am Ende auch die Baustelle reinigen kann. Eine ideale Normalisierung sollte in meinen Augen sich auf die aktuellste Version der jeweiligen Berufetaxonomie beziehen, sollte so spezifisch wie möglich sein, sollte sich für einen einzigen Beruf entscheiden und nicht zwischen mehreren Berufen schwanken. Sollte das Inserat trennscharf zuordnen können, also unterscheiden können, ob sich die Vakanz jetzt für einen ganz speziellen Hilfsberuf am Bau, nämlich die Bauhelferin im Hochbau bezieht, oder nah Verwandte, wie zum Beispiel Hilfskraft im Baunebengewerbe, soll aber auch trennscharf sein zu höher qualifizierten Berufen, wie zum Beispiel Maurerin oder Dachdeckerin. Und ganz großartig wäre es, wenn die Normalisierung auch mit einer Selbsteinschätzung verbunden wäre, inwiefern die vorgenommene Kodierung zuverlässig ist, damit man bei Bedarf redaktionell nacharbeiten kann, beziehungsweise seine Analysen entsprechend anpasst. Mit welcher Methode werden in Jobfit Inserate auf Berufe normalisiert? Der Jobfit Classifier funktioniert mit maschinellem Lernen. Dabei wird der gesamte Inseratetext ausgewertet und nach Ähnlichkeit mit zuvor präsentierten Beispielinseraten einem bestimmten Beruf zugeordnet. Unsere Aufgabe bei 3S ist es, diese Beispielinserate auszuwählen und zu klassifizieren und ergänzend auch positive und negative Hinweise zu liefern, die den Classifier unterstützen sollen in seiner Einschätzung. Die Herausforderung dabei ist, dass mindestens 100 Inserate pro Beruf gefunden werden müssen, und mit diesen 100 Inseraten muss man die volle Bandbreite des Berufsbilds erfassen, aber trotzdem die Grenze zu nah verwandten Berufsbildern wahren, damit dann in einer Abfrage später Precision und Recall stimmen. Die Inserate sollen auch nicht alle gleich vollständig sein, sondern sollen von unterschiedlicher Qualität sein. Also einige mit fehlenden Jobtitel oder nicht aussagekräftigen Jobtitel, andere wieder mit nur sehr ungenau skizzierten Anforderungsprofil und so weiter, damit das also möglichst auch dem entspricht, was man in Online-Inseraten tatsächlich findet. Jetzt zu einigen Herausforderungen. Zunächst einmal von der Seite der Online-Inserate selber. Der Einfachheit halber charakterisiere ich diese Online-Job-Inserate jetzt nur über den Jobtitel. Gemeint ist aber natürlich, dass das gesamte Inserat, der gesamte Inseratetext wie bei einer Disjunktion zwischen zwei oder mehr Berufsbildern schwankt.
Das ist schon mal eine Herausforderung. Also wenn sich der Classifier nicht entscheiden kann, ist ein Inserat jetzt einem Controller, einer Controllerin oder einem Data Scientist zuzuordnen. Ein anderes Problem ist, dass in ein und demselben Inserat entweder, also ein Berufsbild zum Beispiel, eine Stelle ausgeschrieben, für die im Grunde genommen zwei Berufe der Klassifikation in Frage kommen. Wie in diesem Beispiel hier, Kundendienstberaterin für Nutzfahrzeuge und Pkw. Das wird in der AMS-Klassifikation durch zwei distinkte Berufsbilder ausgedrückt. Man kann aber nur einen wählen, daher ist auch das nicht leicht zu klassifizieren. Von Seiten der Inserate gibt es dann auch noch das Problem, dass Recruiter und Arbeitsmarktverwaltung bzw. Taxonomen nicht notwendigerweise in der gleichen Art die Arbeitswelt klassifizieren. In diesem Beispiel hier geht der potenzielle Arbeitgeber pragmatisch vor und schreibt gleich eine ganze Partie für Hoch- und Tiefbau aus. Der Taxonom hätte es aber natürlich lieber, wenn hier nur ein ganz spezifischer Beruf genannt wäre. In so einem Fall kommt eine ganze Reihe von verschiedenen Berufen in Frage. Also auch dieses Inserat ist nicht ohne weiteres zu kodieren. Eine weitere Schwierigkeit betrifft das Spannungsfeld zwischen Beruf und Tätigkeit. Für eine konkrete berufliche Tätigkeit, die in einem Inserat ausgeschrieben ist, kommen oft mehrere Berufe in Frage. Also zum Beispiel für den Leiter, für den technischen Leiter eines Betriebs, sagen wir in einer metallverarbeitenden Branche, könnte man das ganz neutrale, also fachlich neutrale Betriebs- und Unternehmensleiterin wählen. Es kämen aber wahrscheinlich auch diverse technische Berufe in Frage, wenn die Person die entsprechende Führungserfahrung und Führungskompetenz hat. Also auch hier ist es nicht leicht, den einen passenden Beruf zu finden, der dieses Inserat charakterisiert. Aber auch die Taxonomie selber, die man hier anwenden soll, macht es einem nicht immer leicht. Zumindest in der Berufesystematik des AMS Österreich ist es so, dass nicht alle Berufe den gleichen Grad der Spezifität haben. Bereiche, die schwach ausdifferenziert sind, also das sind gerne Bereiche, die für das AMS nur geringe Vermittlungsrelevanz haben, wie zum Beispiel Naturmaterialienverarbeiterin, wo eine Reihe von spezifischeren Berufen, die selber nicht mehr in der Taxonomie vorhanden sind, zusammengefasst werden. Für solche Beispiele muss man sehr, sehr viele Trainingsbeispiele finden, um die ganze Bandbreite dieser Berufe zu charakterisieren. Wohingegen es in Bereichen, die stark ausdifferenziert sind in der Taxonomie, wie in den Hilfsberufen zum Beispiel im Fall der AMS-Taxonomie, es unglaublich schwer ist, mit 100 Beispielen trennscharf diese 84 Hilfsberufe, die es in der Klassifikation gibt, zu beschreiben. An der Schnittstelle zwischen Jobfeed und der Taxonomie gibt es auch Probleme, denn eine Taxonomie, die sich so häufig ändert wie die des AMS Österreich, muss auch entsprechend häufig idealerweise in einem System wie Jobfeed nachgezogen werden. Und das bedeutet dann jedes Mal, dass man sämtliche Berufe, die sich entweder inhaltlich geändert haben, wie die Gebäudetechnikerin, die zur Gebäudetechnik-Ingenieurin abgegradet wurde, oder die aufgespalten werden oder die komplett aus dem System entfernt werden. Für all diese Fälle muss man dann den Classifier wieder nachtrainieren. Es gibt auch das Problem, dass Berufe, für die man normalerweise so gut wie keine
Aufkommen detektiert oder die ein sehr geringes Aufkommen haben, nicht genug Trainingsbeispiele findet, um den Classifier wirklich gut zu trainieren. Hier ein paar Beispiele. In diesen Fällen ist es oft besser, man nimmt eine redaktionelle Codierung vor. Das ist um einiges wirtschaftlicher. Auch die Qualitätssicherung birgt einige Fallstricke, vor allem dann, wenn man einen globalen Eindruck haben möchte von der Qualität des Classifiers. Die AMS-Taxonomie enthält in Summe aktuell 515 Berufsprofile. Und wenn man jetzt wissen will, ob die alle ungefähr gleich verlässlich erkannt werden, dann gibt es da verschiedene Herangehensweisen. Aus redaktioneller Sicht habe ich hier einige charakterisiert, die wir immer wieder für Teilbereiche oder auch für das gesamte System vornehmen. Also, dass wir uns zum Beispiel ganz gezielt Berufe ohne automatisiert ermittelbares Inserateaufkommen anschauen, um festzustellen, ob die jetzt tatsächlich nie inseriert werden oder ob einfach der Classifier die nicht erkennt. Wir machen auch Plausibilitätschecks, wo wir versuchen, Berufe mit unplausibel hohem oder niederem Aufkommen zu identifizieren und dann der Sache auf den Grund zu gehen. Und dann gibt es noch ein paar weitere Blickpunkte, aus denen man die Daten ansehen kann. Ich komme jetzt zum Schluss. In der Normalisierung von Inseraten und Berufen gibt es zahlreiche Spannungsfelder, die sich unter anderem auch daraus ergeben, dass Inserate und Taxonomien nicht dieselben Ziele verfolgen. Diese Spannungsfelder kann man wahrscheinlich nicht vollständig auflösen. Was man aber kann, ist sich diese bewusst machen und seine Interpretationen entsprechend anpassen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.